Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter. Und zwar war ich ja stehen geblieben mit der Vorderachse. Hier müssen wir jetzt auch, oder muss ich noch, den Bremssattel tauschen, die Bremsscheibe, den Dreieckslenker, den Achsschenkel, die Koppelstange und den Bremsverschleißsensor sowie den ABS-Sensor. Denn das hatte ich ja in dem anderen Video, wo ich die Fahrerseite schon gemacht habe, auch getauscht. Aus dem einfachen Grund, ich möchte mir ja meinen Achsschenkel und den Raddrehzahlsensor, der jetzt drin ist, eben erhalten. Und das ist so fest gegammelt, das kriege ich da nicht raus. Und damit ich es nicht kaputt mache beim Lösen, habe ich ja neue Achsschenkel gekauft und die aufgearbeitet. Und auf der Fahrerseite habe ich das ja auch schon alles getauscht. Das heißt, ich zeige euch das jetzt nicht mehr im Detail, sondern nur als kleine, ja, wie gesagt, Auffrischung oder halt der Vollständigkeit halber wollte ich das nochmal erwähnen, was ich jetzt hier heute mache. Wenn das dann durch ist, dann zeige ich euch, wie ich das Ganze noch mit entsprechendem Drehmoment festziehe, denn die Information stand ja noch aus. Ich habe mich jetzt schlau gemacht, die Schrauben und beziehungsweise ja die Schraubenmuttern-Kombination hier vom Dreieckslenker, die bekommen 120 Newtonmeter und 45 Grad. Also sowohl diese hier als auch diese, die hier so durchgeht. Und das ist eigentlich das, worum es heute geht, dass wenn ich hier mit dem Tausch durch bin, mache ich jetzt wie gesagt in Stillarbeit, dass ich das Auto dann ablasse auf meine Erhöhungen, mich dann drunter lege und das Ganze mit Drehmoment festziehe. Ich weiß noch nicht, ob die Erhöhungen, die ich habe, die Rampen, ob die mir genug Spielraum geben, um das so zu machen mit dem Drehmoment festziehen. Vielleicht muss ich mir auch noch eine kleine Konstruktion bauen. Wenn das so ist, ist das auch noch Bestandteil des Videos, weil eben jetzt, wie gesagt, heute ich nicht mehr das Umbauen hier im Detail zeigen werde. Das habe ich ja schon in vorherigen Videos auf der Fahrerseite gemacht. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, ich widme mich jetzt mal hier dieser Seite und es geht dann jetzt an dem Zeitpunkt für euch weiter, wenn ich hier das alles getauscht habe. Für euch schnell, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Bis gleich. So, kurzer Zwischenstand. Wie ihr sehen könnt, Dreieckslenker inklusive Achsschenkel, Bremsscheibe und Bremssattel ist jetzt raus. Bremsleitung habe ich jetzt hier einfach abgeklemmt. Hatte ich auf der anderen Seite auch so gemacht. Nur natürlich war auf der anderen Seite das Ganze viel zeitaufwendiger und noch ein bisschen unstrukturierter. Jetzt, wo ich weiß, wo die Probleme liegen oder beziehungsweise auch mehr den gesamten Achsschenkel tausche, habe ich natürlich ein einfacheres Vorgehen wählen können und habe jetzt dieses Mal einfach nur die Verschraubpunkte gelöst. Also hier am Dreieckslenker, die beiden hinten an der Karosserie. Das sind hier diese beiden großen Schrauben, die da hinten drin sitzen. Und dann habe ich hier am Federbein den Achsschenkel, sieht man ja hier, ne, da ist der verschraubte Achsschenkel am Federbein, habe ich den gelöst. Und eben natürlich die Koppelstange, die habe ich auch hier hinten, oder Spurstange besser gesagt. Das ist ja die Spurstange habe ich dort gelöst. Und dann konnte ich das auch wirklich problemlos schon rausnehmen. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen Rostumwandlung betreiben, damit das wieder ein bisschen schick ist und halt dieses lose Zeug wegmachen. Dann werde ich hier die Dichtringe erneuern. Da ist ja zweimal ein Kupferdichtring, einmal auf der einen, einmal auf der anderen Seite. Werde ich das vorher auch nochmal sauber machen, damit da eben kein Dreck drin ist. Danach werde ich dann den neuen Bremssattel bereits hier verschrauben mit 40 Newtonmeter und das Ganze zur Seite legen. Und dann mache ich für heute erstmal einen Break und an einem anderen Tag weiter, wenn ich dann, wie gesagt, alles wieder zusammenbaue. Für euch geht es natürlich im Video weiter. Wie gesagt, ich mache jetzt nur noch ein bisschen Rostprävention und eben das Ganze ein bisschen versiegeln und eben das mit dem Bremssattel, dann kann das ja alles schön trocknen und dann komme ich an einem anderen Tag und mache weiter. Aber wie gesagt, also wenn ihr auch euch dazu entschließt, den Dreieckslenker zu erneuern, würde ich jetzt rückblickend, selbst wenn ihr den Achsschenkel nicht tauscht oder den Bremssattel, würde ich euch empfehlen, das im Ganzen rauszunehmen. Ihr habt es dann einfach viel einfacher, die Teile abzuschrauben, als das nachher hier im Rathaus zu machen. Zudem geht es halt auch viel, viel schneller. Das sind ja dann wirklich nur 4 Schrauben. 2 große, die den Dreieckslenker, wie gesagt, an der Karosserie halten und nochmal 2 kleinere, die den Achsschenkel dann hier an den beiden Verschraubpunkten hier am Federbein befestigen. Deswegen, das ist jetzt, hätte ich gesagt, rückblickend die beste Möglichkeit, um das schnell rauszukriegen. Dann ist das eine Sache von Viertelstunde Maximum. Ja? Also das ging jetzt wirklich ratzfatz. So, wie gesagt, ich mache so ein bisschen Rostumwandlung und dann geht es für euch gleich weiter, wenn ich den neuen oder aufbereiteten Kram wieder eingebaut habe. So, es ist ein neuer Tag. Es ist Samstag, das heißt, morgen solltet ihr das Video sehen.
Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte, das schon mal vorweg. Aber wie ihr seht, die Beifahrerseite ist jetzt auch komplett. Wir haben jetzt also Fahrer- und Beifahrerseite die Achse erneuert, inklusive Bremse. Und hier ist jetzt auch die entsprechende Radnaben. Dieser Radnabendeckel ist jetzt hier auch drauf. Diesmal habe ich es mit einem Plastiksplint befestigt. Ich blende euch die ganzen Zeitrafferaufnahmen, wo ich hier heute gekämpft habe, dann gleich am Ende ein. Ich wollte nur noch ein paar Dinge sagen. Heute bin ich nicht so weit gekommen, weil es einfach irgendwie nicht so geil lief. Also zum einen hatte ich hier hinten Probleme am Spurstangenkopf. Da war es so, dass die Mutter irgendwie nicht auf dieses Gewinde wollte. Keine Ahnung, ich musste dann das Gewinde nochmal nachschneiden, dann ging es. Warum das auf der Seite jetzt so ist, ich weiß es nicht. Dann hatte ich ein ähnliches Problem hier mit dem Bremssattel. Da war auch eine Schraube, die irgendwie nicht in diesen Führungsbolzen wollte. Ich habe auch das Gewinde nachgeschnitten, dann ging es. Hat mich aber alles relativ viel Zeit gekostet. Wie ihr sehen könnt, die Kabel sind jetzt hier schön verlegt. Das sieht wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Die Sensoren habe ich ja beide neu gemacht, also sowohl den ABS bzw. Raddrehzahlsensor, diesen hier. Das war ja aus den USA bestellt. Da gab es die noch für den Cadillac Catera. Ist praktisch der Opel Omega, nur halt für den amerikanischen Markt. Und nebendran eben den Sensor für den Bremsverschleiß. Und da hatte ich auch schon das nächste Problem. Ich fasse ihn jetzt nicht an, weil er einfach irgendwie nicht in diese Führung rein wollte. Auf der anderen Seite war das ein Kinderspiel, ließ sich einfach reindrücken. Ich habe es auf beiden Bremsbelägen probiert, ging nicht rein. Ich hatte noch andere Sensoren. Ich habe noch 2 andere Sensoren probiert von diesen Verschleißsensoren. Keiner wollte in diese Löcher. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Irgendwie will es nicht. Und ja, wie gesagt, habe jetzt hier ganz schön gekämpft, waren einige Stunden. Ja, aber zumindest bin ich jetzt mal auf einem ähnlichen Stand wie auf der Fahrerseite. Was ich jetzt heute nicht mehr schaffe, ist das Drehmoment für den Dreieckslenker, also für den hier. Dafür müsst ihr jetzt Räder anschrauben, Auto ablassen und so weiter. Das schaffe ich jetzt heute nicht mehr, dafür bin ich schon zu kaputt. Aber den Rest habe ich fertig. So, jetzt noch ein paar Infos zu den Drehmomenten. Die Spurstangenköpfe hier, also die Muttern an dem Spurstangenkopf, ihr seht ja, ich habe die markiert, die bekommen 60 Newtonmeter. Die Koppelstangen hier zum Stabilisator, die bekommen 65 Newtonmeter, die habe ich noch nicht markiert, weil das habe ich noch nicht befestigt. Das lasse ich dann die Leute machen, die das Fahrzeug vermessen. Dann hier diese Schrauben, die den schwimmend gelagerten Bremssattel halten, hatte ich ja schon erwähnt, nochmal zur Vollständigkeit, sind 30 Newtonmeter. Die Schrauben hier zum Federbein, die habe ich jetzt auch noch nicht markiert, aber ich habe sie mit 95 Newtonmeter festgezogen. Sie bekommen 95 Newtonmeter und ich glaube 45 Grad. Das mit den Grad, wie gesagt, lasse ich ja mal weg. Und markiert habe ich sie noch nicht, weil man kann hier oben den Sturz verstellen. Und das ist ja dann auch Teil der Fahrwerksvermessung. Deswegen habe ich sie jetzt nicht markiert, weil man sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nochmal lösen muss. Ja, ansonsten seht ihr ja, Bremsscheibe ist drauf, Deckel ist drauf, diesen schön aufgearbeiteten Bremssattelhalter, den Bremssattel, den neuen, neue Bremsbeläge, alles dran. Der Dreieckslenker sitzt da jetzt auch drin und wie gesagt, im nächsten Video, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, sorry, aber es hat sich einfach gezogen. Im nächsten Video ziehe ich dann den Dreieckslenker fest mit Drehmoment und werde auch die Bremse entlüften. Muss ich ja machen, habe ja hinten und vorne die Bremse abgehabt. Außerdem muss auch die Bremsflüssigkeit erneuert werden. Das ist einfach jetzt dann noch die letzte Arbeit, bevor ich mit dem Fahrwerk komplett fertig bin. Und dann geht es hier oben weiter mit den Ventildeckeln, dass wir da die Dichtung tauschen. Das wird sicherlich auch nochmal ein Spaß. Ich will ja auch auf die anderen Ventildeckel umbauen. Ich hätte aber auch noch Originalventildeckel. Nochmal einen zweiten Satz. Muss ich mal gucken, welche ich da nehme. Ob ich wieder die Originalplastik verbaue oder doch die Aluminium. Bei den Aluminium ändert sich dann der Einfüllstutzen. Ja, das sehe ich dann, wenn ich es abhabe. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt hätte ich gesagt, schneide ich euch noch zum Ende ein bisschen Zeitrafferaufnahmen rein, wo ich die einzelnen Teile befestigt habe. Auch eben das mit der Narbenkappe dann und dem Einsetzen. Hier mit so einem, ja, ist eigentlich ein Clip-Entferner, aber der ist halt hinten schön flach. Das heißt, da kann ich schön mit dem Hammer draufhauen. Habe ich das dann hier immer so wechselweise reingetrieben und ihr seht ja, da sind jetzt kaum Beschädigungen, nicht so wie auf der anderen Seite, wo ich es mit dem Schraubenzieher gemacht habe. Insofern,
Ja, kommen jetzt noch ein paar Aufnahmen für euch und dann geht es hoffentlich im nächsten Video endlich ans Finale mit dem Fahrwerk. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, das sieht sehr ordentlich aus. Es ist auch alles dicht, es kommt nirgendwo Bremsflüssigkeit raus. Also, wenn nicht wieder irgendwas Verrücktes passiert, müsste ich beim nächsten Mal fertig werden. Ich sage schon mal Tschüss. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar Zeitrafferaufnahmen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.